Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Personio Videoblog-Folge. Mein Name ist Thomas und ich freue mich riesig, dass ich heute unseren CEO und Co-Founder Hanno Renner zu Gast habe und mit ihm ein paar Fragen unserer Kunden zusammen besprechen kann. Hi Hanno, schön, dass du Zeit hast. Hi Thomas, freut mich hier zu sein. Hanno, Covid-19 dominiert immer noch die Schlagzeilen. Wir leben jetzt ungefähr schon 6 Monate mit Corona, wie es so schön heißt. Was waren denn so in den letzten 6 Monaten die großen Herausforderungen für uns als Unternehmen und wie sind wir durch diese Zeit durchgekommen? Ja, also ich glaube, wie für viele Unternehmen war natürlich der Wechsel ins Homeoffice eine Herausforderung oder neu für uns zumindest. Für uns weniger auf technischer oder Tool-Ebene. Wir haben neben Personio natürlich auch die ganzen Slack, Zoom und andere Tools schon im Einsatz gehabt, die uns geholfen haben, remote gut zusammenzuarbeiten. Ich glaube, die Herausforderung für uns war daher eher wirklich das Kollaborieren ohne persönlichen Kontakt. Und da haben wir dafür natürlich auch dann eine Homeoffice-Taskforce implementiert, haben versucht, uns wirklich von Woche zu Woche weiterzuentwickeln, einiges dazu zu lernen, wie wir da eben auch besser mit umgehen können. Und das hat da haben wir, glaube ich, uns sehr gut über Zeit weiterentwickelt. Der andere Aspekt ist für uns natürlich nicht als Unternehmen selber, sondern als Anbieter von einer HR-Software, dass wir auch dabei schauen mussten, wie konnten wir unsere Kunden in dieser Phase und mit dieser Umstellung unterstützen, sowohl durch Inhalte, aber natürlich auch durch unsere Software mit Themen wie dem Kurzarbeits-Zeiterfassungs-Feature oder dem Homeoffice-Tracking und vielen anderen. Natürlich auch die generelle Digitalisierung von HR ist einmal mehr wichtiger geworden, weil wir auch bei uns intern als auch bei unseren Kunden gesehen haben, dass was wir schon lange als Vision sehen und haben, dass HR-Abteilungen eigentlich nicht nur dafür da sind, administrative Dinge zu machen, sondern wirklich als Berater fürs Unternehmen wir diese dabei auch unterstützen und enablen wollten. Und ich glaube, das hat sehr gut funktioniert. Jetzt hast du schon angesprochen, wir waren relativ schnell auch für unsere Kunden da und konnten ihnen mit den Features, die wir dann in dieser Zeit neu dazugebracht haben, weiterhelfen. Jetzt werden wir noch eine Zeit lang mit Corona leben müssen. Was sind so die nächsten Entwicklungen, die nächsten Herausforderungen, denen wir uns jetzt stellen? Ja, also wir sehen durch diesen Shift auch und durch diese jetzt Digitalisierung in verschiedenen Bereichen, die natürlich noch beschleunigt wird, ist auch gerade nochmal eine höhere Nachfrage von unserer Software als auch vor der Krise und dementsprechend wollen wir natürlich auch spezifische Weiterentwicklungen darauf fokussieren. Der Fokus ist für uns immer, ist und wird immer bleiben die Weiterentwicklung unserer Software und das sind gerade 2 konkrete Sachen, auf die ich mich sehr freue. Auch das ist einmal das E-Signatures, also dass wir digitale Unterschriften auch innerhalb von Personio ermöglichen werden, was natürlich auch einmal mehr wieder Arbeit abnimmt, aber auch einfach ermöglicht, dass wenn jetzt ein Kandidat vielleicht gar nicht reinkommt, bevor er sein Angebot annimmt, der das auch digital unterschreiben kann und so auch viele Prozesse nochmal vereinfacht und automatisiert werden. Auf der anderen Seite aber auch das Thema CV-Parsing. Wir sind schon wieder sehr kräftig im Einstellen. Für viele andere Kunden sehen wir auch, dass es wieder losgeht und da wollen wir natürlich auch unterstützen und möglichst viel administrative Arbeit abnehmen, die dann darauf verwendet werden kann, im Recruiting die richtigen Kandidaten auszuwählen, anstatt ihre Kontaktdaten abzutippen vom CV. Und der Papierkram wird bei beiden Features dann auch Stück für Stück weniger. Das ist natürlich immer ein wichtiger Teil davon und auch während Corona einmal wichtiger, weil wenn die ganzen Arbeitsverträge hier im Schrank im Büro liegen und nicht digitalisiert sind, ist natürlich schwierig. Jetzt haben wir diesen Monat noch ein großes Highlight für uns und zwar werden wir 5 Jahre alt. Du wirst uns gleich eine schöne Geschichte erzählen, wie wir abgestimmt haben, was unser offizieller Geburtstag ist. Mich interessiert zum einen, was sind deine persönlichen Highlights oder die Momente, an die du gerne zurückdenkst in den letzten 5 Jahren und wie werden wir unseren Geburtstag feiern? Ja, also ein Geburtstag in einem Startup und auch bei Personio ist natürlich immer schwer zu definieren. Ist es dann, wenn man als Gründerteam zuerst mal zusammengesessen ist oder an welchem Zeitpunkt? Wir haben dann eben vor ein bisschen einem guten Jahr mal abgestimmt, was wir eigentlich als Geburtstag definieren und haben uns dann für den 18. August entschieden, weil das Datum war 2015, an dem ich quasi mit verschiedenem Ausprobieren verschiedener Domains auf Personio gestoßen bin und dann personio.de auch registriert hatte. Das ist unser offizieller Geburtstag. Dann ist noch einiges passiert, bis wir wirklich dann auch da weiter aktiv als Unternehmen gestartet haben. Nichtsdestotrotz ist seither viel passiert, in der Tat. Ich glaube, es ist schwierig, konkrete Highlights rauszuziehen. Ich glaube, die 2 Bereiche, die für mich einfach den größten Stellenwert haben und für mich am wichtigsten sind, ist zum einen zu sehen, wie die Kunden von unserer Software profitieren, natürlich auch mit der ständigen Weiterentwicklung. Das war am Anfang, als ich noch sehr direkt
bei dem Überzeugen unserer Software, aber auch im Support involviert war, natürlich noch direkter zu sehen. Aber auch heute kriege ich natürlich solches Feedback mit, auch Feedback, wo wir uns noch weiterentwickeln müssen. Aber das ist für mich einfach mit das Wichtigste zu sehen, dass wir wirklich Kunden dabei helfen können, ihre Arbeit leichter zu machen. Und das ist mit das größte Highlight. Zusätzlich war aber für mich immer ein wichtiger Grund oder mit einer der Gründe, selber ein Unternehmen zu gründen, einen Ort zu schaffen, an dem ich und viele gemeinsame Kollegen zusammenarbeiten können und zusammen was erreichen können. Und jetzt sind wir dann, werden es bald 500 Mitarbeiter sein, wachsen immer noch mit 20 bis 30 Mitarbeiter jeden Monat oder Mitarbeiterinnen. Und mit diesem Wachstum ist es natürlich auch sehr schön zu sehen, dass wir als Team weiter zusammenhalten, dass wir sehr viel zusammen erreichen können und die Kultur, die sich dabei entwickelt und wie viel einfach auch passiert, ohne dass ich überhaupt involviert bin und ich teilweise nur das Ergebnis sehe und mich darüber freue, was hier in dem Team alles so passiert. Ja, das ist definitiv ein sehr großes Highlight. Apropos Kultur, der Geburtstag wird natürlich gefeiert, jetzt hast du schon gesagt, auch vorher, wir sind alle remote, seit ich glaube ungefähr 6. Mitte März sind wir alle remote unterwegs. Wie werden wir unseren Geburtstag feiern? Es gibt glaube ich so 1, 2 coole Highlights, die drin sind, die wir auch an unsere Community-Kunden, Nutzer weitergeben können, so als Inspiration. Genau, also wir haben ja jetzt angefangen seit einigen Wochen unter sehr klaren Richtlinien mit Maskentragen, Abständen eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wieder im Büro zu erlauben. Das werden wir auch nächsten Dienstag, wenn wir den Geburtstag feiern, entsprechend so haben. Das sind ein paar Leute sicher hier sein werden und für die werden wir es ermöglichen, auch unter den Abstandrichtlinien hier teilweise live dabei zu sein. Nichtsdestotrotz, da der Großteil der Kollegen und Kolleginnen im Homeoffice sein wird oder in den anderen Büros auch in Europa, werden wir natürlich darauf optimieren, dass wir das ganze Event dann streamen und remote teilnehmen lassen können. Das machen wir bei unseren All-Team und anderen Meetings schon. Wir haben hier auch das entsprechende Setup schon länger installiert. Und die konkreten Sachen, also die eine Sache wird so ein bisschen ein Rückblick natürlich einfach sein und nochmal ein paar lustige Geschichten zu teilen aus den letzten 5 Jahren. Zum anderen werden wir aber auch, wo wir neulich bei einem Remote Hackathon schon sehr gute Erfahrungen gemacht haben, noch ein Pub-Quiz machen, wo auch dann alle aus Remote teilnehmen können, in verschiedenen Gruppen dann auch in Zoom-Rooms unterteilt, sich zusammen an diesen Aufgaben arbeiten können und da eben Spaß zusammen haben können und auch remote den einen oder anderen Drink zusammen haben. Und so werden wir versuchen, trotz der aktuellen Situation über unsere ganzen Büros hinweg und den Leuten im Homeoffice gemeinsam feiern zu können. Vielen Dank, Hanno, schön, dass du da warst. In unserer nächsten Folge wird Laura sich zusammen mit unserer Produktmanagerin Katharina über das Thema E-Signature austauschen. Von daher bleibt gespannt, schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.